Guten Morgen, Freunde. Heute, die Zehner im Dienst sind USA Northeast, San Francisco und jetzt Northeast. Bitte sehr. Hallo, großartige Freunde. Hallo, Weltkli. Lass uns jetzt versammeln und uns vorbereiten, zu diesem Unterricht zu kommen, wie ein Mann mit einem Herzen in Freude, in Glück. Und so, der Schöpfer hat uns dieses Geschenk gegeben. Lass es uns ihm zurückgeben und in einem Gedanken sein. Und lass uns vorbereiten jetzt für diesen Unterricht, Freunde. Eric. Hello, dear friends. It's a pleasure to be with you in this. Hallo, Freunde. Great points in the heart, all gathered here together. We know that the outcome of an action depends on the intention we bring. Take these moments. Wirklich große Ehre, hier beim Unterricht zu sein, so wo so viele Freunde sich versammelt haben. Lasst uns diese Augenblicke benutzen, um sich mit den Freunden zu versammeln. Der Schöpfer hat genau jeden der Freunde für diese Arbeit ausgesucht. Und egal welche Zustände wir derzeit in uns durchlaufen, der Schöpfer hat die besten Zustände für uns ausgewählt. Lassen uns das tun, fokussieren und die Arbeit verrichten, die nur wir machen können. Das Wichtigste ist das Gebet. Das heißt, der Mensch muss zum Schöpfer beten, dass er ihm helfe, über Verstand zu gehen. Das heißt, dass die Arbeit in Freude geschehe, auch wenn er belohnt wird mit dem Grund der Kedusha. Und welche Freude er dann haben würde. Und genauso soll er den Schöpfer bitten, ihm diese Kraft zu geben, sodass er über den Verstand des Körpers gehen kann. Mit anderen Worten, obwohl der Körper dem nicht zustimmt, der Ausrichtung des Gebens zu arbeiten, bittet er den Schöpfer, dass er in Freude arbeitet, wie es geeignet ist für einen, der einem großen König dient. Und er bittet den Schöpfer nicht, ihm die Größe des Schöpfers zu zeigen, denn dann würde er in Freude arbeiten, sondern er bittet den Schöpfer, dass er ihm Freude gebe, ihm über den Verstand zu gehen, dass es ihm so wichtig sei, als ob er bereits Verstand hätte. Wir lesen nochmal. Und das Wichtigste ist das Gebet. Das heißt, dass der Mensch zum Schöpfer beten soll, dass er über den Verstand gehen kann. Das heißt, dass er in Freude arbeitet, als wäre er bereits belohnt mit dem Grund der Heiligkeit und welche Freude er dann fühlen würde. Und so bittet er den Schöpfer eben, dass ihm diese Kraft gebe, sodass er über den Verstand des Körpers gehen kann. Mit anderen Worten, obwohl der Körper nicht zustimmt dieser Arbeit, bittet er den Schöpfer, dass er in Freude arbeite, als wie es passend ist für einen, der dem großen König dient.
Und er bittet nicht, dass Schöpfer ihm die Größe, seine Größe zeigt und dass er dann in Freude arbeitet, sondern er möchte, dass der Schöpfer ihm Freude gebe, ihn über den Verstand zu gehen, dass es ihm so wichtig sei, als hätte er bereits den Verstand. Das ist von Rabash Artikel 12. Diese Kerzen sind heilig. Okay, friends. So here's the question for an active workshop. Okay, Freunde. Die Frage für den aktiven Workshop ist: Erklärt den Freunden, warum der Zehner eine gute Umgebung ist, um über den Verstand zu arbeiten. Nochmals, erklärt den Freunden, warum gerade der Zehner eine gute Umgebung ist, um über den Verstand zu arbeiten zu können. Um also über den Verstand arbeiten zu können, braucht der Mensch die Kraft, sein Verlangen zu empfangen, zu überwinden, sein Ego. Wir bekommen diese Kraft nur durch eine sehr starke Umgebung, die den Menschen unterstützt dabei, auf diesem nicht einfachen Weg, der gegen sein Ego ist. Und das können wir vom Zehner bekommen, der vorbereitet vom Schöpfer, der sich versammelt jeden Tag und der seine Wichtigkeit jedes Mal vergrößert. Der Zehner, das ist die allernächste Umgebung und sie bestimmt alles, was über den Verstand passiert, und weil man nicht zu den richtigen Eigenschaften kommen kann ohne den Zehner. Im Zehner gibt es den Schöpfer, die Eigenschaft des Gebens und der Liebe, der Freude. Und alles, was notwendig ist von mir, ist nur wertzuschätzen, was dort existiert und es zu sehen und Kraft zu bekommen davon und einfach ein Teil davon zu sein. Ich würde sagen, dass nicht, dass der Zehner eine richtige Umgebung ist. Das ist die einzigste Umgebung, um über den Verstand arbeiten zu können. Man kann sagen, dass über den Verstand die ganze spirituelle Arbeit, sie passiert im Zehner. So ist das System aufgebaut, sodass diese spirituelle Zelle Minimum ist, ist der Zehner. Der Mensch kann nicht alleine vor dem Schöpfer stehen. Man kann den Zehner nicht irgendwie umgehen. So lernen wir, dass die spirituelle Struktur, sie besteht aus 10 Sphirot. Der Zehner ist der einzige Ort, wo der Mensch Unterstützung bekommt in der Arbeit über dem Verstand. Weil seine Freunde, auch sie möchten diesen Zustand erreichen. Also bekommt er Unterstützung und so kann er sie unterstützen. Und das ist der einzige Grund, die einzige Möglichkeit, die die spirituelle Entwicklung ermöglicht. Der Zehner, das ist die einzigste Umgebung, die die Möglichkeit gibt, in ihn einzutreten. Das heißt, es gibt dir die Wichtigkeit der Arbeit über den Verstand und erinnert dich permanent daran, dass der Schöpfer groß ist, und er zieht dich ins Zentrum dieses Szenes, wo du tatsächlich zu der Ähnlichkeit mit dem Schöpfer gelangen kannst. Der Zehner ist das Kli, der einzige Verbinder zwischen dem Menschen und dem Schöpfer. Und das ist der Ort, Offenbarung des Schöpfers für den Menschen.
in dieser Welt, das ist alles. Und deswegen ist die Hilfe einander zu erinnern, dass alles im Zehner passiert. Und darin das spirituelle Instrument sehen und nichts anderes. Sofern ich verstanden habe, über den Verstand, das ist, damit das Geben über dem Empfangen ist, und im Zehner kann es diesen Indikator geben, nur dort, weil alles andere, kann der Mensch sich selbst belügen, und der Zehner, im Zehner kann der Mensch messen, wie viel die Menschen das Geben wichtiger ist als das Empfangen. Okay, und das ist der einzige Ort, wo der Mensch Beispiel bekommen kann und Eindruck, um voranzukommen, über den Mangel, den Chisaron, um über den Verstand zu gehen, wenn er die Freunde sieht, die sich versammeln, die sich sehnen, an einen Ort zu kommen. Und auch das bringt ihn an den Ort, wo er auch selbst sich erheben möchte über sich selbst mit Hilfe der Kraft, die er im Zehner findet. Hello, friends, and now question for for silent workshop. Hallo Freunde, und jetzt die Frage für den aktiven Workshop, für einen stillen Workshop. The strength to go in faith above reason. So one more time. Ask the Creator. Wir bitten den Schöpfer um Kraft, um über den Verstand gehen zu können. Nochmals. Wir bitten den Schöpfer um Kraft, um über den Verstand gehen zu können.